und Dolly heißen wir, ziehen durch Wüstensand mit dir, sind so wuschelknuffig süß. Was ist denn das für ein Gekreisch aus eurem Mund? I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. If I could see my dreams, make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go. Don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. Always destined for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Easy first try. Easy. Want a reality. I'll give up everything. If I could see my dreams, things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go. Seid ihr der Aufgabe gewachsen? I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Voll in die Fresse. Moin moin alle, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, ich hoffe es geht euch allen gut, willkommen und natürlich wie immer viel Spaß. Mit den News fangen wir an, und zwar ein neues Elder Scrolls Online, nee, nicht online, ein neues Elder Scrolls Game ist, man kann sagen, kurz vor Release, das ist ja mittlerweile, bedeutet das ja schon innerhalb eines Jahres. Und zusätzlich gibt es dann noch ein Trailer aus unserer Reihe zu Dread Hunger. Mittlerweile ist es der dritte Trailer, den wir uns angucken. Insgesamt gibt es 6. Wir fangen mal an mit dem neuen Elder Scrolls Game. Das neue Elder Scrolls Game ist eins, von dem ihr schon was gehört habt. Und ich lasse am besten den englischen, leider auf englischen Sprecher das Ganze mal selber erklären. Das dauert ein bisschen länger, das Video. For the past few years, our team has been chipping away at a seemingly impossible feat: to remake the Elder Scrolls 4 Oblivion in the latest Elder Scrolls engine. While we are still a ways out,
We hope that this series will show you how far one of the most ambitious modding projects of our generation has come, and where we are headed. Welcome to the making of Skyblivion. Since our last development diary, we have made a great deal of progress, which we are excited to share with you all today. Most notable updates for this period are the reconstruction of the city of Bruma, new goblin tribes, clothing for the citizens of Cyrodiil, unique weapons, Daedric artifacts, and much, much more. While progress has been steady, we are always on the lookout for more volunteers to help us finish the project and get it into your hands as soon as possible, especially if you have modding experience or 3D knowledge, but also any of the other skills listed on our website at www.skyblivion.com. To kick things off, we highlight a group of green, almost human-like creatures, goblins. These highly aggressive critters are considered good sport for the keen hunter, but be warned. Though they range between the size of a small child and a fully grown Bosma, what they lack in height and intelligence, they make up for in strength in numbers. These feral creatures reside throughout the homeland of the Imperials, often huddled together in dank caves and abandoned ruins. With their limited intelligence, goblins are not known for their resourcefulness, but they have at least recognized civilized areas are a treasure trove of food, weapons, and tools. Goblin raids are therefore a genuine concern for residents of smaller settlements, away from well-defended cities and strongholds. It's no wonder goblins are so widely despised across Cyrodiil and regarded as pests, akin to rats and slaughterfish. Indeed, goblins often group together to form tribes, with a hierarchy of sorts. Generally, goblin tribes are headed by a shaman that is revered by the rest of the group and functions as a spiritual leader. Beneath the shaman are various goblins that take on certain roles within the tribe. Warlords, for example, are the most skilled in battle and typically lead the charge in armed conflict. Other notable roles are skirmishers, berserkers, and even chefs. That's right, even goblins need someone in charge of serving up the grub. Nothing worth trying out, mind you, unless you have a taste for rats and fish. Throughout Cyrodiil, it is thought there are at least 7 tribes of goblins that can be identified by their tattoos and skin tone. The Bitterfish clan, based in the ruins of Miskarkand. The Bloody Hand tribe, based in Cracked-Wood Cave. The Dust Eater clan, based in Barren Mine. The Rock Biter clan, based in Timberscar Hollow. The Sharp Tooth clan, based in Derelict Mine. The Skullbreaker clan, based in Wenderbeck Cave. The Three Feather clan, based in Plundered Mine. And lastly, the aptly named White Skin clan, based in Goblin Jim's Cave. While these clans belong to the same species, they can be found waging war against one another. The exact reason for which is not clear, but what is that goblins are willing to fight to the death to assert their supremacy and eradicate rival clans. Recreating 3D assets is a significant element of the Skyblivion project. In order to give you the fully realized remake Oblivion deserves, we are remaking all 3D assets, such as plants, cutlery, chairs, bookcases, potions, weapons, clothes, armors, creatures, and buildings. While we have a clear vision for these assets and how they will appear, it has always been a struggle to find 3D artists to help us realize this enormous task. Swords and plants, for example, require quite different skill sets, which means not every 3D artist on our team is able to work in the areas where we need the most assistance. What we have achieved so far, however, is beyond incredible.
and we are proud to announce that the majority of the 3D assets on our to-do list have been completed. Architecture is perhaps the greatest challenge we have faced during Skyblivion's development cycle. Indeed, the city of Leowin alone has 111 separate pieces. In that number are entire buildings, but also interior kits and smaller bits and bobs, like doors and quest-related pieces, such as pipes and boilers connected to the Fighters Guild that have been tapping into the power of the Hist, a species of trees that grant much power to those who drink its sap. A lot of time, and more importantly, people, are needed to recreate those hundreds of pieces for every city. While work is complete on such sets as the Ayleid ruins, lower-class houses, farms, forts, and, with the help of our friends at Beyond Skyrim, cities like Skingrad, Bruma and Bravil, there is still much left to do. Currently, we are chipping away at the city of Leowin and the famous Imperial City. If you have the skill to help us with the last leg of Skyblivion's architecture development, we would warmly welcome you into our ranks. An essential distinction between Oblivion and Skyrim is the people themselves. Unlike Skyrim's hairy, towering Nords, who seem just as comfortable in armor as clothes, Cyrodiil is inhabited by a more cultured population. While the clean and mostly clean-shaven faces of Cyrodiil help to create an important contrast from Skyrim's more rugged counterparts, it's the clothes that really make the difference. We pride ourselves in the recreation of the distinctive attires of Cyrodiil. When wandering the streets of the Imperial City or Skingrad, you may behold the upper classes flaunting their colorful suits and dresses. But if you find all that color a bit too nauseating, we also offer more modest garments. There is something for everyone here. It's just a matter of finding the right trader or donor. One of the great draws of the Elder Scrolls series has always been the hunt for artifacts and unique weapons. Skyblivion will not only reimagine them, but also overhaul how artifacts work. Daedric artifacts are weapons quite literally forged by the gods. It is only fitting that they should be elevated above the mundane smithery of men and myrrh. When recreating unique weapons, we first unleash our concept department on the original Oblivion weapon, in order to conceive of a design that better fits its name or origin. A good example is the legendary sword by the name of Umbra. You will be tasked by none other than Clavicus Vile, Daedric prince of trickery and bargains, to relieve its current owner of the burden that is Umbra. You may find, however, that once the sword is in your possession, it will be hard to part with, as its whispers pursue you to wield it in its name. The new and improved artifact will glow as it consumes the souls of those who perish in its vicinity, and not only those by your hand. Should the temptations of this dark power not sway you, however, you may return the blade to the Daedric prince as instructed, and in kind receive the mask of Clavicus Vile. For those who prefer blunt brute force, Volendrung has to be a fan favorite. This mighty warhammer once belonged to a clan of Dwemer, and has since mysteriously came into the ownership of Malakath, god of curses, who offers it to you in return for a bloody favor. If fulfilling the scheme of a Daedric prince does not deter you, then a mighty hammer that can quite literally shake the earth at your will shall be yours, until it decides to vanish, as Daedric artifacts are known to do. Moving on to another fan favorite, we have Goldbrand. This splendid golden katana is one of the most powerful weapons a mortal could ever wield, granted by none other than the Prince of Treachery, Boethia. Granted in this case, however, requires murdering 9 other chosen of Boethia in bloody tournament combat. You will find the blade is not only blessed with an unrivaled cutting edge, but also a magical enchantment that scorches your enemies when crossing blades, as well as from afar. If you'd rather not make deals with Daedric princes, we have plenty of unique weapons that can be obtained as quest rewards, from scavenger hunts, or even with your hard-earned coin. Our current favorite has to be the Bow of Infernal Frost. In the steady hands of a skilled marksman, this weapon is a force to be reckoned with, and best of all,
The arrows melt away in time. A perfect weapon for the discerning assassin, which is why you can only obtain it via membership of the Dark Brotherhood. While we have many more fascinating unique weapons and artifacts, I think it would be best not to spoil you and let you uncover them for yourself. Bruma. This northern city blanketed in snow is home to a thriving Nord population and has been for centuries. This is no surprise, as Bruma is situated near the Skyrim border. This race of hardy humans are known for their resistance to cold, just as well with the harsh climate of Bruma and the Gerald Mountains beyond. The Nord influence extends beyond the population of Bruma. When entering the city, you will be greeted by none other than Tiber Septim, better known to the Nords as Talos. This man-turned-god is viewed as the embodiment of Skyrim, and therefore plays a vital role in Nord culture, heritage, and tradition. In fact, the Great Chapel of Bruma is dedicated to Talos. Many Nords leave offerings at the shrine of Talos as a mark of reverence. While Talos receives the lion's share of worship, the remaining 8 divines are also represented within these sacred walls, and they too are acknowledged by most Nords. While Bruma may not seem like the ideal travel destination, those who brave the frigid trip up the Gerald Mountains can expect open Nord hospitality and many places of interest. A warm and cozy inn is just the relief required after a long and cold trip. For those whose coin purse overfloweth, nothing beats the Gerald View Inn. Sanitary patrons, good food, as much high-quality mead as you can drink, and a warm bed. For the traveller on a budget, Olaf's Tap and Tack is a satisfactory alternative. While the patrons may look a bit rough, we assure you they are harmless and even merry, as long as the mead keeps flowing. Besides mead making, Nords are also known for their smithing. Bruma has the luxury of 2 master blacksmiths who specialize in weapons and armor. For those seeking something sharp, you can't go wrong with a hammer and axe. If you need strong, well-fitting armor, then look no further than Nord Winds. Both shops offer a wide range of well-crafted items to suit a range of requirements. If your heart yearns for adventure, then be sure to stop by the local Fighters Guild. They are always looking for able-bodied, keen-spirited souls. Should the arcane pique your interest, then the nearby Mages Guild has exactly what you are after. If you are feeling charitable, you can pay the lower-class district of Bruma a visit. While far from welcoming, the residents mostly keep to themselves and do not pose a threat to visitors. From the lowliest part of town, we can turn our eyes to the loftiest, Castle Bruma. This fortified structure houses the Honourable Countess, Nerina Carvane. While there is more to Bruma than discussed here, we shall leave that for you to explore yourselves when the time comes. Be warned, however, while Bruma is seemingly peaceful, there are hidden dangers brewing that are sure to reveal themselves sooner or later. Keep your wits about you. What started out as a simple side project has evolved into one of the biggest modding projects to date. Despite the massive scope of this project, we are finally seeing the end of the road, but there is still work to be done. We hope this video has given you a better insight into the project, and perhaps has shown how some of you might be able to contribute yourselves. Only with the Elder Scrolls modding community's talents and the support of this fantastic community could we have ever gotten as far as we have. We hope you continue to support us as you have for years, and we are excited to share much more. For our next Dev Diary, we would love to hear what kind of topics you want us to talk about. Be sure to let us know in the comment section below. Thank you for watching, and we will see you in the next Development Diary. Take care.
Ja, das war das Projekt Sky Oblivion. Und zwar ist es quasi ein Remake von dem Elder Scrolls Oblivion in der neuen Skyrim Engine mit zusätzlich mehr Gegenden, mehr Quests, mehr Items, mehr Spiel eigentlich im Prinzip, kann man so sagen. Und zwar ist es fast doppelt so groß wie Skyrim. Ich weiß nicht, ob einer jemals Skyrim gespielt hat, aber ich denke mal, der ein oder andere hat. Also ich habe da einige hunderte Stunden versenkt in dem Spiel. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange das bei Oblivion dauert, bis man wirklich alles gemacht hat. Und Skyrim habe ich zweimal durchgespielt, einmal die normale, einmal die neuere Edition, die Special Edition. Bin mal gespannt. Das Oblivion-Projekt namens Sky Oblivion ist mehr oder weniger kurz vor der Vorstellung, vor der Fertigstellung und vor dem Release. Und die ganze Geschichte soll auf jeden Fall vor dem neuen Elder Scrolls Spiel released werden, weil danach macht es keinen Sinn mehr. Danach wird das neue Elder Scrolls gespielt, ganz klar. Es ist ein Fanprojekt, muss man dazu sagen. Dafür arbeiten sehr, sehr viele Leute dran. Und es ist ja auch schon einige Jahre in der Entwicklung. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das war der Dev Diary Nummer 4 mittlerweile. Ich verlinke euch das mal, dann könnt ihr euch den anderen Inhalt auch nochmal anschauen. Und für alle Horrorfans kommt jetzt etwas Blutigeres, und zwar Dread Hunger. Für diejenigen, die das natürlich nicht gerne sehen möchten, bitte ich einmal kurz 5 Minuten wegzugucken. Und Dread Hunger ist ja eins der Projekte, die ja ziemlich langsam gestartet sind und eher unscheinbar vor allen Dingen. Allerdings jetzt mittlerweile in den Steam-Charts so weit hochgegangen ist, weil das Spiel halt einfach Spaß macht. Und das ist ja auch das Wichtigste. Wir gucken uns jetzt den dritten Teil, insgesamt von 6 Teilen, an Trailern und Videos zu Dread Hunger an. Dread Hunger, der zweite insgesamt von 6 Trailer-Videos. Und die ganze Geschichte ist ja nun schon released. Hier haben wir mal gesehen, wie das mit der Jagd funktioniert, mit den Bären und so weiter. Und die spielen ja eine sehr wichtige Rolle in dem Spiel, denn die beschützen das Nitroglycerin, was man da benötigt, um Eisberge wegzusprengen, damit das Schiff weiterfahren kann. Hatte ich letztes Mal erzählt, wie das Ganze funktioniert, mit der Fahrt, mit der Erkundung des Ganzen und mit der Weiterfahrt. Falls ihr das verpasst habt, guckt euch das vorige Video einmal an. Und das waren die News für heute. Alle Trailer und Videos, die ihr gesehen habt, findet ihr im Discord in Multimedia in Kürze. Wir gehen jetzt weiter Richtung Griftlands. Griftlands hatte ich letztes Mal angespielt. Und zwar die Story von dem dritten, insgesamt von 3. Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht.
Wir haben gestern ja so einen Shooter gespielt. Weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ist wahrscheinlich, wenn ich in wenigen Monaten frage, kennt den eh keiner mehr. Denn das war grauenhaft. Das war wirklich sehr, sehr schlecht. Sehr wackeliges Gameplay. Also vom Spiel selber her. Das erste Mal, wo wir da reingegangen sind, hatten wir 3 Matches gemacht. 2 Abstürze. Und einmal wurde nicht ein Tastendruck angenommen vom Spiel. Also in 3 von 3 Matches Fehler zum Spiel ist natürlich ein bisschen heftig. Ja, und gestern haben wir da ohne Ende Toxic-Leute gehabt, Cheater. Aber ich weiß gar nicht, was ich da noch aufzählen soll, was mit dem Spiel nicht stimmt. Aber wenn ich das tun würde, würden wir hier morgen noch sitzen. Dementsprechend spielen wir das einfach nicht mehr. Weil so gerne ich auch mit den anderen Leuten spiele und so viel mir das auch Spaß bringt, mit denen zusammen was zu machen, so wenig möchte ich eigentlich das Spiel selber unterstützen, denn das ist halt einfach nur schlecht. Deswegen spielen wir jetzt weiter unsere anderen Spiele. Und wenn ich jetzt Griftlands fertig habe und wieder mit Elder Scrolls, würde ich schon sagen, mit Elden Ring weitermache, dann holen wir uns noch Dread Hunger dazu. Das ist dann wieder ein Multiplayer-Game, womit wir ein bisschen Abwechslung haben. Und das ist auf jeden Fall ein vernünftiges Spiel von vernünftigen Entwicklern, die nicht Riot heißen. So. Ja, wie gesagt, also die dritte Story, wir haben ja Cell schon durchgespielt, das habt ihr nicht gesehen. Das seht ihr hier unten nur an dem Fortschritt. Das werden wir uns auch nochmal angucken. Wir müssen ja noch die restlichen Sachen anlocken. Cell ist der Intro-Charakter, den man spielt. Richtig geniale Geschichte von ihm. Oder ihr? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Rook hatten wir danach gespielt, da hatte ich sehr, sehr viele Probleme mit, das habt ihr gesehen. Da bin ich damit durch. Ist mehr so der Draufgänger, aber nicht so schlimm wie Smith, denn Smith ist derjenige, der sich selber Schaden macht, damit er mehr Heilung bekommt und mehr Schaden aushält. Damit habe ich richtig meine Probleme, aber wir spielen das ganze Ding trotzdem durch. Easy peasy. Ja, wir haben 2 Punkte, die wir spenden können, aber das bringt nichts. Denn wir brauchen mindestens 3, wenn ich das hier sehe. Ne, 4. Wir brauchen 4 Punkte. Also das sind dann die Upgrades, die man machen kann, wenn man dann weitergespielt hat. Das Intro überspringe ich wieder mal, weil wir kennen das ja schon. Falls ihr das nicht gesehen habt, guckt einfach in den vorigen Stream rein. Und die ganzen Dialoge werde ich auch überspringen, weil es ist sehr, sehr viel. Zumindest die ich noch nicht kenne. Alle anderen werde ich dann mit euch zusammen mir anschauen. Falls ihr da Bock drauf habt, kann ich das auch gerne auf Deutsch umstellen. Und normal durchklicken. Einfach Bescheid sagen. So, ich nehme mal eine Combat-Karte am Anfang. Ja, wie gesagt, der hier ist darauf ausgelegt, dass er selber sich Schaden macht. Deswegen habe ich seinen HP-Pool extrem hoch gepusht. Für Negotiations, also für Verhandlungen, ist der HP-Pool ausreichend. Habe ich nie Probleme mit gehabt. Jetzt gucken wir mal. Hier haben wir Power und Adrenaline. Das ist alles nicht so der Hammer. Ich weiß. Ich konnte nicht widerstehen. Ich nehme mal das Geld. Okay, die hat den gleichen Text, aber die kenne ich noch nicht. Dann probiere ich mal bei ihr meinen Nachlass zu bekommen. Ja, auch da haben wir keine Option, es sei denn, wir wollen sie gleich verärgern. Und wie das ja immer so ist, wenn man Leute verärgert,
und sie weiterhin verärgert, dann senkt der Ruf so weit, dass man negative ja, Debuffs bekommt. Und das möchte ich am Anfang erstmal vermeiden. Wenn ich mich nicht irre, war das mit irgendwas Negativem verbunden. Eine Wunde und 50%, dass es denn kaputt geht dabei. Ja, nimm einfach mal mit. Ich bin mir nicht mehr sicher, was das war. Es war auf jeden Fall nichts Wildes. Oh, da ist noch einer? Okay, mit. War klar. Ist auch nicht so wild. Was haben die denn da? Das sind, die kriegen 5 Power dazu, wenn sie unter 27 HP sind. Das ist nicht so wild. Und hier haben wir unser Gameplay. Jeder Charakter hat ein komplett anderes Gameplay, komplett anderes Spiel. Der hier hat Moxie. Jedes Mal, wenn er Schaden bekommt, heilt Moxie ihn pro Punkt von Moxie 1 bis 2 HP. Am Ende der Runde. Ja, nicht vergessen. So, das sind 245 HP, das sollte ich ja nicht hinkriegen. Die Dagger sind jetzt schon am Anfang mit drin, das ist sehr ungünstig. Aber wir können mal jedem eine Runde verpassen. Dann hauen wir mal... Na, wir hauen erstmal den um. Und für die Karten brauche ich ja Erfahrungspunkte. Jede Karte hat einen eigenen Erfahrungspunkte-Pool. Und wenn die voll ist, kann ich die upgraden. Also Karten, die man nicht braucht und trotzdem noch Aktionen überhaupt immer spielen. Oh, die machen ordentlich Schaden, die Jungs. Habe ich das wieder missplayed? Muss ich mich mal dran gewöhnen, dass ich erst mein Damage nehme und dann mir Defense aufbaue. Dann kriege ich nämlich Heilung und dann trotzdem noch ein Schild. Quasi so wie jetzt. Ja, machen wir so. Damage, Damage und dann machen wir unser Schild. Jetzt haben wir nämlich 4 Heilung, weil wir selber uns Schaden zugefügt haben und haben trotzdem noch ein Schild. Jetzt kriegen wir nämlich die Heilung. Zack. Und können den nächsten Angriff trotzdem blocken. So, jetzt ist der erstmal durch. Oh, nee, warte mal, hä? Habe ich ihm einen zu wenig mitgegeben an Niki? Ja, ich habe zu viele Blutungsstacks.
Da komme ich nicht mehr raus aus der Misere. Das ging schnell. Aber es kann passieren, wenn man zu viel riskiert am Anfang. Ist die Belohnung halt relativ hoch. Aber natürlich kann man dabei draufgehen. Ne? Ganz klar. Das ist nicht so wild. Dafür ist das Spiel ausgelegt. Außerdem hatten wir am Anfang schlechte Karten hier. 2 Karten. Oh. Das Ding ist nice. Ja, das nehmen wir mal mit. Gratis Damage ist immer gut. Oh, den kenne ich noch gar nicht. Wer gibt der mir mehr Nachlass? No, natürlich nicht. Oh, das ist mein alter Kumpel. Dem helfe ich natürlich, ganz klar. So, was haben wir hier? Eine Admiralitätskarte, 2-mal Einfluss. Und dann wird sie zerstört, das ist weniger schön. Ja, das ist ja wieder ein schlechter Start. Ich nehme mal eine Karte wegnehmen, ich weiß nicht, was kommt. Eventuell müssen wir eine Karte loswerden. Außerdem muss ich da keine Karte weglegen. Uff, 3 Mahlzeiten bietet er mir an. Wir können jetzt negative Effekte mit dran haben. Fire, Shucket Barnacles, Deep Eel Eclair. Lecker. Ein Eclair mit Aalen drin. Flatmilk Brandy Pudding. Ich nehme mal den Pudding. Halko-san? Gebirgjol? Lotupul? Pansoshoa. Okay. Gab einen positiven Effekt. Eine Aktion kriege ich, wenn ich das Zeug trinke, für umsonst. Nice. So, weiter geht's. Patatie, sutuk, Sikipa, Shakuna, somak, ganat, Sia, soko, Henbi, pupot, supikin, shampusha, Shakunapa. Shom, lat patsu, Koko, pat, shishopama, Alsi, malkiwa, Dalo, tasi, Siaputia. Shiasak, sata, kuna shoke, Sob, pemesh, santa, malkiu, shisho, Kepi, Pans, patsu, Posantosie. shalpasuta, Kesipuke. So, wie kriegen wir die nochmal da raus? Octoron? Ach so, ja genau. Wir müssen woanders hin. Wir hatten letztes Mal die Easies damit beauftragt, uns zu helfen. Das lief eigentlich ganz gut, soweit ich weiß. sodete, Natürlich müssen wir sie überzeugen, ganz klar. Sopalkutie. Genkano Kapuna? Tapatupe.
Sia Shiatona. Di Kyuhosa. Se siente? Tina Mundo. Kuaka Seshwa. Metsuna. Di Kyuhosa. Sia Shiatona. Sopal Kutie. Kia Gol Share. Oh, So, jetzt haben wir die überredet. Wieder zurück. Und jetzt müssen wir den einen aus dem Gefängnis holen. Sokoti. Hierbei ist es egal, was ich mache. Der wird auf jeden Fall mich nicht mögen. Allerdings kann ich in einem Kampf natürlich seine Kollegen töten. Oder ihn selber. Dann kriege ich eventuell einen negativen Bonus. Wir riskieren das am Anfang mal lieber nicht. Boton Marcel. Tapotesua. Wir machen mal den normalen Weg. Der lief eigentlich ganz gut. Und das hier. Das ist ja unser Standard-Setup. Tina Mundo. Diabanco. Tina Mundo. Gabalse. Tapatupe. Sopalkutie. Uzio. Patu Sesa. Di Kyuhosa. Sia Shiatona. Tina Mundo. Sopalkutie. Shata Piata. Nice. Sehr gut.
Ich nehme mal die Renown-Karte, die sieht ganz lecker aus. Aber wenn ich ihn jetzt nochmal verärgere, hasst er mich. Und dann kriege ich richtig einen auf den Deckel, kriege ich hier auch einen negativen Buff. Okay. Hat sich mit dem Hass schon erledigt. Wenn ich gegen die Admiralität fighte. Oh, dann kriegen die einen Power oben drauf. Ich glaube, letztes Mal hatte ich das auch gemacht. Und wenn ich den dann kille, weil der mich ja hasst. Ach ne, warte mal. Ja genau, doch, der hasst mich. Und wenn ich diesen negativen Buff weghauen will, indem ich ihn töte, dann ist er ja nicht mehr, kann er mich nicht mehr hassen, ganz klar. Kommt ein zweiter. Wir können den trotzdem mal angreifen, der hasst mich ja eh schon, um ein bisschen EP zu sammeln. Außerdem habe ich ja einen Kumpel hier, dann passt das. Wir müssen den ja nicht unbedingt töten. Oh, der gibt schon auf. Allerdings können wir noch einmal eine Karte leveln. Jetzt kann ich ihn killen, das bringt mir aber nichts. Hatte ich letztes Mal ausprobiert. Wir lassen den mal entkommen. Und hier haben wir ein bisschen EP gesammelt und kriegen eine Karte dazu. Increase your Moxie by 1. Und mehr Heilung um 2. Das ist eigentlich ganz gut. Kostet aber 2 Aktionen. Die sind alle nicht so dolle. Wir gehen mal weiter. Das können wir eine Karte wegnehmen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich werde hier eine Bully-Karte rausnehmen. Die Karten sind so ganz gut, aber die Negotiation-Karten sind nicht so der Bringer. Oh, Beach Party können wir machen oder den Fight Club. Wir nehmen mal die Beach Party, weil da weiß ich, was passiert. Und es hat auf jeden Fall einen positiven Effekt. Wir nehmen mal die hier, mal gucken, was da ist. Das ist nice, das nehmen wir. Aber was sollten wir gleich machen? Meeting.
Wie viel Geld haben wir? 195. 26 Metal ist nice. Wir machen erstmal hier den Party Store. Oh, das war ja einfach. Die kommt jetzt mit mir. Nice. Die Q-Hossa. Tapatrupe. Sopalkutie. Takia papo. Sia shiatona. Shakasa. Die Q-Hossa. Genkanu kapuna. Bakapa. So, haben wir den Party Store mit Steven, dem Roboter. Mal gucken, was er zu verkaufen hat. Das Ding nehmen wir mal mit. Meine Schnecke, die ich da habe, ich hoffe, die bleibt auch bei mir. Ich 10 AP mehr. Das ist immer gut. Jetzt gehen wir nochmal zum Metal Vendor. Das ist sind die Upgrades, die permanenten Upgrades für unseren Charakter, je nachdem, wie lange wir schon spielen und wie oft. Die Dinger hier kann ich noch nicht upgraden, da brauche ich 15. Aber Metal können wir ausgeben. Da haben wir nämlich 27. Hier brauchen wir 40. $60. Oh mein Gott, habe ich gar nicht gesehen. Das ist natürlich übel. Ah, da brauchen wir noch ein bisschen. Das lohnt noch nicht. Na gut, ab zum Meeting.
So, Satotia. das Tak tipia pa. gibt. Die kennen wir ja schon. Tashishil. Und jetzt müssen wir ja einmal hier hin. Sena. Jome. Dann. Sope. Sepp. Pans. Tapatupe. Tina Mundo. Tapatupe. Sia Shiatona. Tina Mundo. Etiopa. Sopalkutie. Di Kyuhosa. Ke Bakaba. Josakio. Tapatupe. Takia Papo. Prozessor. Kia Golshare. Kuaka Seshwa. So, was kriegen wir denn Schönes? Die haben wir schon. Da brauchen wir nur eine davon. Wir haben viel zu viele Schutzkarten. Das Ding ist auch nicht schlecht. Ja, den nehmen wir mit. Sia Hatapa. Hoppala. Sia Hatapa. Pansosho. Tolkelta. Sia Putia. Unlucky. Dallo Kepi. Tanzat sin sitap Pasha. tiput Als. su kols mahal tel titape. Šios tel tit su kieko. Mahal koaso kolsaso. Sin tanza lusha sita shio su Sak Posh. Sap Kap. tel tit. Sep. Kion kene. Sun te pasal. Sipia. Di Kyuhosa. Shan Shoata. Sopalkutie.
Tina Mundo. Дальше Ziel. Batishasa. Sia Shiatona. Yapiko. Sia Shiatona. Patusesa. Papatupe. Sopalkutie. Tina Mundo. Di Kyuhosa. Sopalkutie. Polma Shuatia. Kiona Piapa. Di Kyuhosa. Sia Shiatona. Tolkienko. Papatupe. Tina Mundo. Sopalkutie. Kupelson. Genkanu Kabuna. Sia Shiatona. So, was gibt's denn Frisches hier? Das brauchen wir nicht. Ne, brauchen wir das nicht. Tanzo Dena. So, 6 mehr Resolve sind gar nicht schlecht. Ich probiere das mal aus. Das müsste mich ja gut heilen, theoretisch. Wie viel Metal haben wir? 30, ne? Für 30 gab es auch schon was. Oh mein Gott. Mehr Geld ist immer.
Den haben wir ja schon mal umgehauen, zwar zu zweit, aber kriegen wir auch so hin. Easy. Tracer-Karte ist gar nicht schlecht. Probier die mal aus. Da los aqui. Penso. Sia. Ne, wir sparen doch lieber. Dauert halt, bis wir 60 zusammenkriegen, aber lohnt sich dann eher. Oh, das wird jetzt ein bisschen heftiger, aber wir haben ein bisschen Resolve ja wieder bekommen durch den Kampf. Gucken wir mal, ob wir den überzeugen können. Oder zumindest seine Kollegen, dass sie nicht mit ihm kämpfen. So, Influence. Ich meine eigentlich kein Graft, ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber es ist wahrscheinlich von den 2 Leuten gewesen, die da mir helfen. Wir machen mal... Machen das mal so. Tortilla. Tapatupe.
Tina Mundo. Tina Mundo. Kurka. Supukita. Panasho. Leider können wir uns nicht schützen. Ein bisschen doof, aber geht nicht anders. Tapatupe. Di Kyuhosa. Takia Papo. Perfekt. Schenkenapa. Sopalkutie. Patusesa. Siet. Sitamakote. Sanasa. Das wird jetzt ein bisschen eng. Leider. Oh, okay. Hat gelangt. 2 von 3 haben wir auf jeden Fall weggenommen und wir haben HP wieder bekommen. Und noch ein bisschen die Karten leveln. Machen wir den hier. Chipepa. So läuft das, okay. Das ist ungünstig. Der hat Evasion drauf. Der hat ja 2 Tracer Stacks, also nächste Runde zählt's noch. Wir müssen saufen, anders geht das hier nicht. Wir machen mal den hier. Selber Damage. $31. Okay. Mehr können wir nicht machen. Hier können wir leider... Warte mal, ne? Ich eine Flasche? Ich habe da eben leider gar nicht gesehen, dass da eine ist. Egal.
Diese blöde Evasion. Achso, ich brauche 2 Bottles. Ah, ist natürlich blöd. Na, wir können Tracer mal aufpacken. Mehr geht nicht. Die 14 Damage müssen wir leider kassieren. Oh, schon okay so. Und nach 3-mal Glut kriegt er einen Stun. Das ist gar nicht schlecht. Aber wir brauchen mehr HP. Aber wie viel? Der hat kein Trauma, ne? Ja. Das sollten wir machen. Das tut jetzt einmal kurz weh bei mir. Aber danach heilen wir gut hoch. Zwei leere Flaschen. Keine 2 leeren Flaschen. Mist. So, den können wir am Leben lassen. Was kriegen wir denn hier Schickes? Nix. Und Battlekarten, Adrenalin. Nochmal Adrenalin. Und Power. Nehmen wir die mit. Ah, der ist in Ordnung. Der hat ja nur auf Befehl gehandelt, also ist alles okay. Gib mir dann Crafts. Eine Aktion. Aber mein Core-Argument kriegt 2 Damage. Ja, wir nehmen das hier, eine Aktion. Weniger pro für eine Karte am Anfang meiner Argumentation.
Sie gibt mir Ja, das war der erste Tag von vielen, vielen, vielen Tagen, die man hier aber überleben muss in Griftlands. Da würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Denn das dauert sehr lange, bis wir hier einmal durchkommen. Ich habe es jetzt schon ich glaube viermal haben wir das probiert, diese Story hinzukriegen. Wir sind einmal bisher bis zum Endboss gekommen. Und der war richtig heftig, also so richtig heftig, hätte ich nicht gedacht. Aber wir machen an der Stelle wie gesagt Schluss. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Würde ich sagen, wünsche ich euch allen ein schönes Ostern. Wir sehen uns am Dienstag erst wieder, denn bei uns gibt es auch eine kleine Eiersuche. Also macht's gut, feiert schön, genießt das verlängerte Wochenende. Wir sehen uns Dienstag wieder. Ciao, ciao Leute.